Research, Relevance, Responsibility, der Leitgedanke der Universität Tübingen. Der Anspruch ist, Grundlagenforschung mit hohem Anwendungspotenzial und gesellschaftlichem Nutzen zu machen. Dieses Ziel teilt die Universität mit der Dr. Karl-Helmut-Eberle-Stiftung. Mithilfe des Forschungspreises, den die Stiftung jährlich an der Universität Tübingen vergibt, wird mutige und innovative Forschung möglich. Wir haben ja mit der Universität zunächst einmal von den Gesamtvorschlägen einige herausgemändelt, von denen wir sagen, die sind jetzt wissenschaftlich erstmal überzeugend. Und unter diesen Vorschlägen, kann ich sagen, mussten wir uns nicht zwischen schlecht und gut entscheiden, sondern zwischen sehr gut und hervorragend. Für uns ist wichtig, dass die Dinge eine gesellschaftliche Relevanz haben. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an ein interdisziplinäres Projekt von Quantenphysik und Biochemie. Am Werner Siemens Imaging Center arbeiten André Martins und Sabrina Hoffmann an der Verbesserung bildgebender Verfahren in der Krebsdiagnostik. Mit der Förderung wollen sie ein neues Mikroskop entwickeln, um den Zellstoffwechsel in Echtzeit beobachten zu können. Stoffwechsel spielt bei Krebserkrankungen eine ganz, ganz große Rolle. Wir nutzen den Stoffwechsel schon, um zu diagnostizieren, dass ein Patient Krebs hat. Aber wir können noch nicht genau sagen, welche Art oder welches Stadium es ist, also von den Unterkrebsarten. Und hier sehen wir halt einen ganz, ganz großen Punkt, wo wir eingreifen können mit der neuen Modalität. Momentan sind wir dadurch limitiert, dass in unserer PET-Bildgebung immer ein radioaktives Molekül als Kontrastmittel gespritzt werden muss und das MRT nicht ganz so sensitiv ist. Und durch die Kombination können wir dann hoffentlich ein ganzheitliches Bild vom Stoffwechsel darstellen. Mit der Projektförderung wird die MRT- und PET-Bildgebung zukünftig durch ein Raman-Mikroskop ergänzt. Mikroinvasiv und ohne äußere Einflüsse soll es Moleküle im Körper detektieren. We can predict in a more personalized way and with more precision what happens with the disease itself, or we can predict the outcome. Instead of, for example, now doing several diagnostic imaging separately, now we can do all of them at the same time, but that's not really the advantage, is that you can target that real time. We can monitor that functionally with the three techniques, and we really can now predict whether a patient can respond or not to a given therapy, and can avoid doing invasive techniques, like biopsy, for example. Nobody normally wants to do that. We think that all the medical doctors and hospitals would like to have this kind of technology. That will avoid a lot of pain. Bei Krebserkrankungen könnte durch die neue Methode wertvolle Zeit gewonnen werden. Das Mikroskop bauen die Quantenphysikerinnen und Quantenphysiker um Josef Fortach. Sie stehen vor der Herausforderung, Quantentechnologie anstatt im Vakuum in Lebewesen nutzbar zu machen. Hier in der Quantenoptik loten wir die Grenzen der Messpräzision aus. Was können wir mit Atom und mit Licht messen und wie genau? Für uns Physiker ist diese medizinische Umgebung natürlich neu. Ja? Gleichzeitig verstehen wir, dass im Bereich der medizinischen Forschung durchaus Fragen gibt, die wir mit diesen Methoden adressieren können. Und das ist das Ziel unserer gemeinsamen Forschung. Es gibt schon viel, aber gerade die Detektion von einzelnen Molekülen oder die Messung von Echtzeitkonzentration auf mikroskopischen Skalen ist neu. Das Projekt steht noch ganz am Anfang. Doch die interdisziplinäre Kooperation mit einer mutigen Idee ist schon jetzt ein kleiner Erfolg. Die Aufgabe, dass wir mit anderen zusammenarbeiten und dadurch tatsächlich nützliche Instrumente entwickeln, die natürlich für unsere Gesellschaft auch hochrelevant sind. Das bereichert uns. Das ist, was wir alleine nie stemmen könnten. Und selbst wenn wir selber auf die Idee gekommen wären, aber auf die Ideen kommt man durch einen Dialog. Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung, zusammengebracht durch den Forschungspreis der Dr. Karl-Helmut-Eberle-Stiftung.